30 Folgen. 24 Angler. 4 Gruppen. Was für ein Fight. 3 Zielfische. Ein unglaublicher Zuschauerpreis und ein Pokal. Der YouTube Predator Cup 2021 wird präsentiert von Finnwal, LMAB und Hecht und Barsch.de. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 4. Staffel des YouTube Predator Cup zum YPC 2021. Hey guys, if you don't speak any German, see below, we have prepared different subtitles, you just need to switch them on. Si tu ne parles pas allemand, tu peux mettre des sous-titres français aussi. Und wer kein Englisch und kein Französisch versteht, für den haben wir auch deutsche Untertitel vorbereitet, aber auch die müsst ihr erst unten einstellen. Wenn ihr den YouTube Predator Cup unterstützen wollt, wir haben bei uns im Shop eine eigene YPC-Kategorie erstellt. Dort findet ihr Steckbriefe, Interviews, aber natürlich auch das Tackle aller 24 teilnehmenden Angler und Anglerinnen. Und so könnt ihr natürlich uns, aber auch die teilnehmenden Marken tatkräftig unterstützen. Wenn ihr nicht so gerne online kauft, könnt ihr natürlich auch bei euch im Angelladen Produkte aus dem YouTube Predator Cup von unserer Eigenmarke LMAB oder von den Marken, die im YPC dabei sind, kaufen. Auch damit unterstützt ihr dieses Projekt. Es gibt ein paar neue Regeln und es gibt auch einige neue Gesichter im Teilnehmerfeld, aber die Vorstellung der Angler, in dem Fall hier der Gruppe A, und das Regelwerk erklärt euch natürlich wie immer unser Charles Rettinghaus. Viel Spaß bei der ersten Folge und bei der gesamten Staffel bei 30 Episoden bis Weihnachten des YouTube Predator Cup. Los geht's! Wie bisher in jedem Jahr gibt es auch in der 4. Staffel ein paar kleine Änderungen hinsichtlich Modus und Regelwerk. Identisch zum Vorjahr fischen die 24 Angler und Anglerinnen in 4 Sechsergruppen. Diesmal qualifizieren sich jedoch die 3 punktstärksten jeder Gruppe für eine Zwischenrunde, in der dann noch einmal in 2 Sechsergruppen gefischt wird. Aus diesen 2 Gruppen qualifizieren sich dann jeweils die beiden Punktbesten für das Halbfinale, das wie auch das Finale im 1 gegen 1 ausgetragen wird. Die Angler und Anglerinnen haben in den Gruppenphasen wieder 2 mal 8 Stunden Zeit, um 6 Wertungsfische mit Kunstködern vom Ufer auszufangen. Hierbei brauchen sie jeweils mindestens einen Barsch, einen Zander und einen Hecht. Zudem müssen sie 3 weitere maßige Raubfische dieser Arten einbringen, um die Full Card zu erreichen. Maßgeblich für die Punkte sind wie immer die Fischlängen in Zentimetern. Barsche werden dann mit 2, Zander mit 1,3 und Hechte mit 1 multipliziert. Neu ist in dieser Staffel die Top-Water-Regel. Wer es schafft, in 2 Tagen mindestens einen maßigen Raubfisch mit einem Oberflächenköder zu fangen, verdient sich 20 Extrapunkte. Hierbei zählen ausnahmsweise auch Rapfen ab einer Länge von 40 Zentimetern. Auch beim Fischhandling gibt es eine Regelanpassung. Nicht nur die 20 Minuspunkte für den Fischverlust durch ein kaputtes Vorfach können den Teilnehmern wehtun, auch das Herausheben von Fischen an der Schnur wird bestraft. Wer sowohl auf Kescher als auch auf eine saubere Handlandung verzichtet, bekommt 10 Strafminuten aufgebrummt, in denen er weder weiterfischen noch einen Platzwechsel vollziehen darf. Wer sich für das vollständige Regelwerk interessiert, findet dieses per Link in der Videobeschreibung. Wie 2020 gibt es auch in dieser Staffel ein Angelboot zu gewinnen, allerdings nicht für einen Teilnehmer, sondern für einen echten Fan in einem eigens veranstalteten Miniturnier, dem YPC Fans. Hier erstmal der wahnsinnige Preis. Das Finnwal 510 Rangy SC lässt für Wettkampfangler und ambitionierte Hobbyangler keine Wünsche offen. Das über 5 Meter lange Aluminiumboot mit Konsolensteuerung, verlängertem Castingdeck, Cabrio-Verdeck sowie abschließbaren Routen und Staufächern überzeugt selbst bei Windstärke 5 noch mit herausragenden Fahreigenschaften. Der Mercury F60 Verbrennungsmotor bringt das Rangy selbst bei einer 4-Personen-Besetzung noch auf 60 km/h Spitzengeschwindigkeit und auch die Elektronik kann sich wirklich sehen lassen.
Ein Minn Kota Riptide Terrover 55 BT iPilot als Bugmotor manövrieren den Angler punktgenau zum Fisch. Zum Finden dieser Fische dient ein Humminbird Helix 10 Chirp Mega SI Plus. Komplettiert wird das Gesamtpaket mit einem pulverbeschichteten Pega Finnwal V-Liner mit 6 Metern Rahmenlänge und kommt damit auf einen sagenhaften Gesamtwert von 42.700 €. Zu Jahresbeginn werden 4 Fans mit der Unterstützung von jeweils einem YPC-Angler um diesen unglaublichen Zuschauerpreis im YPC-Fanturnier fischen. Wie du an einen der 4 Plätze kommst, erfährst du in der Videobeschreibung. In Gruppe A als Gruppenkopf gesetzt war Herbert Ziereis. Der Oberbayer, der für den Outdoor-Schuhhersteller Hikes am Turnier teilnimmt, erreichte 2019 das Finale und 2020 das Halbfinale. Der amtierende Profiliga-Gewinner Veit Wilde aus Magdeburg startet für Saica Pro. Wie Herbert stand auch er 2020 im YPC-Halbfinale, in dem er sich knapp Enrico Di Ventura geschlagen geben musste. Gegen denselben Gegner musste auch Jasmin Spingel-Pedersen die Segel streichen. Hauchdünn unterlag sie letztes Jahr im Viertelfinale. Die Flensburgerin, die für Moby Softbaits am Turnier teilnimmt, ist heiß auf eine Revanche. Nicht so gut lief es im letzten Jahr für Jan Pusch. Nachdem Jan 2019 ins Viertelfinale kam, war 2020 trotz Traumstart bereits nach der Vorrunde Schluss. Der Schweriner vertritt erneut den Bootshersteller Finnwal beim YPC. Komplettiert wird die Gruppe mit 2 YPC-Neulingen. Der Lübecker Henrik Haag startet für den japanischen Schnurhersteller Sunline. Der junge Belgier Ton van Ham vertritt die Farben des Titelverteidigerteams Westin aus Dänemark. Um für mehr Abwechslung bei den Angelspots zu sorgen, haben wir das Austragungsland, die Niederlande, in 4 Zonen aufgeteilt. Gruppe A und C fischen in den Zonen 2 und 4. Gruppe B und D in den Zonen 1 und 3. Das Los hat ergeben, dass Henrik, Jasmin und Ton an Tag 1 in Zone 2 starten, Jan, Veit und Herbert in Zone 4. An Tag 2 werden die Zonen dann getauscht. Los geht's! Die Angler sind auf dem Weg zur ersten Stelle und erklären uns ihre Strategie für den heutigen Tag. Ja, wir fahren jetzt zum ersten Spot. Das ist ein kleiner Hafen. Da hatten wir im Training, wie gesagt, 80er Hecht und so gefangen. Das ist völlig durchgekrautet, das Teil. Wir haben auch einige Bisse gehabt, Fische auch gesehen. Der Plan ist im Prinzip jetzt, zuerst einen Hecht zu fangen, das irgendwie schnellstmöglich abzuhandeln, und dann werden wir uns einen kleinen Fluss fahren, wo wir im Training halt einige Zander hatten, und da will ich halt versuchen, schnellstmöglich einen Zander zu fangen, weil das die beiden Fische sind, die mir in der anderen Zone halt so ein bisschen nicht Probleme bereiten werden, aber es schwieriger wird. Deswegen ist jetzt heute sozusagen das Ziel, Hecht und Zander voll zu machen. Hallo und guten Morgen, liebe Zuschauer. Ich freue mich, auch in diesem Jahr wieder beim YPC dabei zu sein, bereits zum 4. Mal. Ich trete für Saica Pro, die Raubfischmarke von Fishing Tackle Max, an, und bin jetzt gerade auf dem Weg ans Wasser. Die Bedingungen sind natürlich nicht die einfachsten heute. Es ist im Moment sonnig und windstill, also hätte ich mir gerne mit ein bisschen mehr Bewölkung gewünscht, aber auch die anderen haben die gleichen Bedingungen. Ich werde dieses Jahr erstmal in Zone 4 beginnen. Ich hätte lieber in Zone 2 geangelt, aber das ist dann halt das Los Glück oder Pech in dem Falle. Ich werde Spots fischen, die ich in den letzten Jahren noch nicht geangelt habe. Ich werde aber auch auf altbewährte Sachen zurückgreifen. So ein Mix aus beiden. Es wird auf jeden Fall nicht einfach bei diesen Verhältnissen. Also es ist auch nicht total unrealistisch, dass es heute einen Schneidertag gibt. Da schließe ich gar nichts aus. Jetzt wird der Fisch entscheiden, was es wird heute, ob es gut wird oder schlecht. Wir werden sehen. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes und vielleicht drückt mir der eine oder andere von euch die Daumen. Good morning and welcome to day 1 of the YouTube Predator Cup. Today we will be fishing for pike at first,
later on a little bit zander fishing, and we'll try to get the topwater point. Let's go. Oh, there is so much bait fish here. Insane. Am ersten Turniertag des YouTube Predator Cup 2021 haben es sich insgesamt 5 der 6 Angler nicht nehmen lassen, den frühestmöglichen Startzeitpunkt, nämlich 8 Uhr, zu wählen. Auch Jasmin und Jan sind an ihren ersten Spots angekommen. Ja Leute, ich habe mich dafür entschieden, um 8 Uhr zu starten. Der frühestmögliche Zeitpunkt ist das. Habe jetzt ab 8 Uhr in 6 Minuten dann 8 Stunden Angelzeit. Wir sind an einem Spot hier, wo ich auf Zander versuchen werde. Man sieht das hier im Hintergrund, der Einlauf hier an der Seite, hinter uns ist ein Hafen. Sehr interessant für Zander. Ich war im Training hier, den Spot habe ich übrigens von Salah El Babouchi aus dem Spro-Team. Vielen Dank Salah dafür. Und ich hoffe, dass die Fische jetzt hier auch stehen. Also drückt mir die Daumen, wenn ich gleich den ersten Wurf mache, müsste das sofort schallern. Also ich sage euch eins Leute, wenn es nach Plan läuft, heute wird rasiert. So, moin moin, YPC 2021, ich bin wieder dabei, freue mich tierisch, dass ich wieder dabei sein darf. Das ist eine absolut geile Chance mal wieder. Wir haben hier super geile Tage in Holland erlebt, auch wenn es nicht einfach war. Haben Fische gefangen. Ob das jetzt so funktioniert, wie wir uns vorgestellt haben, werden wir gleich sehen. Die erste Aktion des Tages lautet Topwater, weil die Kategorie mit den 20 Extrapunkten hätte ich tatsächlich gerne abgehakt, damit mir das nicht mehr im Magen liegt. Deswegen Stickbait. Wenn es nicht funktioniert, wird gleich ein kleines Jerk montiert, weil das funktioniert auf jeden Fall. Und jetzt würde ich sagen, erster Wurf. Mal schauen, ob es funktioniert. Und dann sehen wir uns vielleicht gleich wieder. Alright guys, we arrived at my first spot. This will be a pike spot. I hope we can catch a few pike in a short time so that I have time to fish for a zander. Now there is a topwater point in the YouTube Predator Cup, which is why I will be fishing with a topwater frog. Let's try and catch a pike on it. Erster Wurf im YPC 2021. Letztes Jahr habe ich ja ab und zu bei den ersten Würfen gleich einen Fisch gefangen. Ob es hier so ist, wird man sehen, aber es ist ja bekanntlich nichts unmöglich. Ja, ich fische jetzt hier einen Chatterbait, einen kleinen, weil ich jetzt erstmal hier den Bereich schön schnell ausfächern will. Also möglichst kurzer Zeit viel Strecke machen oder viel Fläche abfischen. Ja genau, und die Fische, die wir hier hatten, kamen auch alle auf Chatterbait. So Leute, mein erster Wurf, 8 Uhr. Also drückt mir die Daumen. Ich stehe hier auf dem Stein. Da ist ein bisschen glatt, man muss aufpassen, ich habe Gummistiefel an. Muss man auch. Habe ich mir alles abgeguckt von den Fight. Also, Zeit ist Fisch. Ersten Kontakt gehabt gerade, war ein Zetti, so wie es aussieht, kurz dran gewesen, ausgestiegen. Naja, das gehört dazu. Der hat ihn auch ganz blöd genommen beim Hochkurbeln, jetzt eben erst hier vorne. War jetzt gar nicht mal der allerschlechteste Widerstand, aber leider hat er nicht richtig gehangen. Naja, also hier in der Buna, wenn ein Zander da ist um die Jahreszeit oder generell sind eigentlich auch noch mehrere da. Also das wird nicht der einzige Zander gewesen sein, der jetzt hier an dem Platz ist, aber ist immer schon mal nicht so schön, wenn du den verkackst. Die ersten Würfe mit Topwater gemacht, hat noch nicht funktioniert. Ich werde jetzt auf den Salmo Slider wechseln, auf einen kleinen Jerkbait. Der hat hier im Training geliefert und ich vermute mal, dass da jetzt vielleicht auch gleich einer drauf kommt. Ganz bekanntes Jerkbait, Salmo Slider. Sollte meiner Meinung nach in keiner Box fehlen. Egal ob
Hecht oder Barsch, die finden den richtig gut. Und jetzt Würfe machen damit. Die ersten Würfe sind gemacht und es hat nichts gebissen. Also jetzt setze ich voll auf den Popeye. Dann in der Farbe hier. Also das muss einfach was bringen. Also ich denke mal, die anderen besacken sich gerade mit Fisch. Ja, und ich habe mal wieder die Seuche an den Händen. Das gibt's doch überhaupt nicht. Nach den ersten Würfen hier nichts, hier gar nichts. Aber gut, ich probiere jetzt ein bisschen was aus, ein paar andere Techniken und so weiter. Ein paar andere Köder. Und mehr kannst du auch nicht machen. Und dann musst du einfach ein bisschen angeln. Und wenn das nicht hilft, dann hilft nur der Spotwechsel. Also noch habe ich ein bisschen Zeit. Es sind jetzt 20 Minuten vergangen. Muss mich anstrengen. Jetzt kommen wieder riesige Wellen hier vorne. Wow. Wie Jan richtig sagt, sind die ersten 20 Minuten um. Doch mit Fisch besackt hat sich bisher noch niemand. Lediglich ein Fehlbiss bei Veit steht zu Buche. Doch der Tag hat ja auch gerade erst angefangen. We are entering a deeper zone right now, and in pre-fishing all the fish were actually in the deeper part. So I'm pretty pumped up. It's a half meter deeper. Yeah, there we go. Oh, nice one. Ooh, that's a big pike. That's an 80 plus pike. Yes, there we go. That's why we visited this zone. Woo! Oh, this feels so good. This is a big one. It's 80 plus, I think. I'm pretty sure, actually. That's definitely above 80. Woohoo! First pike of the competition. We managed to see one following, but that was definitely a smaller one. Let's measure it quickly and then let's get it back. It's always important to have good fish handling. We all love fishing, and if we keep handling the fish well, that will only be good for fishing. Yeah, oh, it's big 80. Hold on, let's see that we play it fair. Yeah, you see, that's the one we caught in pre-fishing. It's exactly, wait, let's see, 86 and a half. You see, that means 87, right? Yes. It's correctly here, and it's correctly here. Right? So 87. Ein klasse Start für Ton. Der erste Fisch des Tages ist erfolgreich gelandet und bringt dem Belgier satte 87 Punkte und für den Moment natürlich auch die Führung. Damit scheint seine Spotwahl goldrichtig gewesen zu sein. Was sagen seine Mitstreiter zu diesem erstklassigen Hecht? Starker Fisch, den hätte ich auch schon gerne. Dickes Petri von mir dazu. Ja, gerade Nachricht bekommen. Ton hat den ersten Hecht gefangen, gar kein schlechter. Das ist schon mal ein guter Start, würde ich sagen. Ich würde mal sagen, dass er alles richtig gemacht hat. Weiß ja auch nicht, wo er unterwegs ist, aber eigentlich müsste hier jetzt auch noch einer kommen. Ich werde jetzt hier noch 2, 3 Würfe gezielt mit dem Jerkbait machen und dann gehe ich wirklich eine ganze Etage tiefer, in der Hoffnung, dass die Fische vielleicht in diesem tiefen Loch, das hier vor mir liegt, stehen, weil die Sonne schon sehr hoch steht und es schon sehr warm ist. Nice, nice, nice. Good work. He got me on both hands. Ah, shaky. Come on, let's try and catch one more. So this lure delivered the 87 centimeter pike. It's rigged up with a shallow screw and then just like a special jig head that you screw in the back of the shed. That will make it much more stable and it will let it sink a lot slower because it has a lot of resistance. This is a Ricky the Roach in a 14 centimeter size. This is definitely a lure that can deliver you a lot of big pike. Während Ton schon den ersten Wertungsfisch auf die Matte legen konnte, steigt nun auch der 6. und somit letzte Angler ins Turnier ein. Herbert Ziereis hat seine erste Stelle erreicht und wird uns sicher ein paar Worte zu seiner Taktik verraten. Hallo, servus, grüß euch aus Bayern und die Bayern sind die Niederlande. Und zwar steht UPCO.
Und meine Taktik am ersten Tag ist, ich bin da in den Niederlanden in einem See, der wo mit der Maas verbunden ist. Und ich probiere jetzt einmal einen großen Barsch zu fangen, vielleicht auch 2. Wenn ich gar keinen fange, dann muss der morgige Tag natürlich retten. Aber schauen wir mal, was passiert. Und ich hoffe, dass das Maßband bald nass wird. So, ich habe jetzt gerade einen Rapfen rauben sehen. Ich habe ja im Training nicht viel mit Topwater gefischt, aber wenn sie denn schon rauben, kann man es kurz probieren. Man weiß nie, vielleicht klappt's. Den werfen wir jetzt mal an. Oh, da. Oh, he's fluid. I told you. I told you, the pikes just moved compared to the first time. They just moved their position. Oh, this is great. All right, guys, 2 pikes. This one was really aggressive. Let's unhook it quickly before it gets stuck in the net. Yeah, there we go. Around 65, but it's the second fish. And now it's going quickly. That's minutes after the previous one. Let's measure it quickly and we can catch another one. So the second pike, there it is. It's 66 centimeters. Let's put it back quickly on the jerkbait. Oh, there it goes. Der nächste Hecht findet den Weg aufs Scoreboard und wieder ist es Ton, der mit diesem Fisch seine Führung ausbaut. 66 weitere Punkte lassen sein Konto auf 153 Zähler anwachsen. Das ist schon mal eine Ansage. Petri Heilton. Aber ich hoffe, dass du nicht mit Topwater gefangen hast, weil dann ist massig Punkte. Ihr seht das, ich habe schon wieder Kraut am Köder. Ich fische auch direkt an der Krautkante. Die Schwierigkeit dabei ist, man muss direkt an der Kante, und die Kante läuft natürlich nicht ganz gerade, sondern mal gucken ein paar Stängel raus. Aber in dem Kraut sind die Fische, da vermute ich sie zumindest. Ja, das ist halt nicht so einfach mit der Strömung, da genau zu treffen. Man hat auch nur ein paar Meter, wo eigentlich der Köder fängt. Aber wenn da einer drin ist, ist es eigentlich ein guter Fisch. Kann er mit Hechten rechnen, natürlich auch mit großen Barschen. Und eben habe ich erfahren, dass Ton 2 Fische gefangen hat. Ich glaube sogar einen richtig guten Hecht, über 80 cm, 87 circa. Also das ist schon nicht schlecht. Im Wettkampf, ja, Petri sage ich da nur. Deshalb, wenn die Hechte aktiv sind, geht's mit Blech weiter. Blech fängt immer. Sollte man auch nie unterschätzen. Ich versuche 2 Angelmethoden zu machen. Einmal ein kleiner Gummifisch mit einem Einfachhaken, habe ich aber jetzt gespannt. Ich habe immer noch fast bei jedem Wurf ein Kraut dort, ne, an der Stelle. Und da war ich ja noch nicht im Training, aber ich wollte unbedingt den Platz machen. Und jetzt probiere ich es einmal mit dem Carolina, ob es geht. Und sonst gehen wir woanders hin. Ich vermute, dass wir schon aufgrund der Sonne zu viel Licht haben und dass es deswegen nicht mehr klappt. Man müsste rein theoretisch früher hier sein, bevor die Sonne rauskommt. Im Training hat es sehr gut funktioniert. Jetzt funktioniert es gar nicht. Ich habe jetzt eigentlich grobflächig abgeangelt. Ich würde jetzt noch mal an die andere Stelle zurückgehen, tatsächlich eine Etage tiefer angeln, in der Hoffnung, dass da noch einer kommt. Und vielleicht noch mal ein bisschen auf Barsch an der Schleuse danach. Aber das überlege ich mir gleich. Jetzt habe ich hier den 7,5 Inch Wobble Shad in der Farbe Motoröl.
Genau, einfach nur an einem Shallow Rig ohne Gewicht drin. Das ist halt schön langsam. Weil ich glaube, die Hechte sind doch sehr lethargisch heute, dass ich das halt ganz langsam übers Kraut kurbeln kann. Genau, und den kann ich auch ab und zu noch mal ein bisschen unter die Stege flitschen. Ja, vielleicht steht da unter den Stegen vielleicht auch noch mal irgendwie der ein oder andere Fisch. Oder Rapfen, kann auch sein. Beim Hochkurbeln auf jeden Fall jetzt. Ich hoffe ja, das ist ein Rapfen. Der nutzt mir natürlich sehr wenig. Es war schön, aber den wollte ich eigentlich vorhin mit dem Topwater Köder fangen. Aber jetzt geht er auf meinen neuen Gummiprototypen hier. Auch sehr schön. Er will noch nicht. Jetzt aber. Zack. Naja, zumindest mal ein kleines Erfolgserlebnis. Okay, hier seht ihr ihn kurz. Wieder der Köder hier, die Farbe, die funktioniert gut. Naja, wenigstens mal ein bisschen Action, ne? Ist ja schön. Aber leider trotzdem weiterhin kein Punkt. Das ärgert mich dann wiederum ein bisschen. Na gut. I still haven't got any notification that there has been fish caught by the other participants, so I think it's a really hard day for everyone. Also for me, but there is no fishing pressure in this small river, so I'm still able to catch a few pike, but it's a lot harder than it should be, actually. But yeah, it's fine. We'll see what happens. I'm sure they will catch some fish, so let's just stay in our own game and follow the plan we made up. Jawohl! Nichts Großes, aber erstmal einen Biss gehabt. Genau an der Strömungskante. Und jetzt brauche ich mein Kescher. Das ist jetzt wichtig. Zander. Kein Riese.
Aber Fisch, jawohl, hier ist er, vom Rhein hier, der erste Zander. Und Leute, jetzt bin ich richtig heiß und jetzt werden wir den kurz messen. Vielleicht habe ich Glück und der hat Maß. Der Popeye, der hängt hier noch in Perch, der hat gefangen. Ich würde sagen, der hat klassische 50. So sieht man das vielleicht. 50 cm. Ist ein bisschen drüber, aber wir nehmen 50 cm, ist in Ordnung. Tja, nun ist auch bei Jan der Knoten geplatzt. Der 50 cm lange Zander wird mit dem Faktor 1,3 multipliziert und bringt ihm so 65 wertvolle Punkte und aktuell den 2. Platz. Ja, jetzt setzen wir den Zander zurück. 50 cm, mein erster Zander. Da ist er. Und zack. Ach, ist das herrlich, wenn die Fische auch mal wegschwimmen. Das kann man machen in Holland. Und das liebe ich einfach in Holland oder im Ausland, anders wie in Deutschland. Herrlich. Going to put a suspending swim on. This one is a sinking version. That's going just a little bit too deep. So what I'm doing is I'm putting on a suspending. That one will go a lot shallower. Wow, it's warm. I wish for clouds. Or for a pike. Come on, pikeys. I know you're here. It's something big. You see it? It's a big carp. Just in the middle right now. Oh, no. I was almost hooking it. Oh, that's a big carp. Pretty crazy, this place. Really unique. So, da ich ja mit Chatterbaits fische in diesem Moment, habe ich Fluorocarbon als Hauptschnur auf meiner Rolle. Und zwar das Sunline Shooter FC Sniper. Jetzt hier in 10 Lips. Und das mache ich darum, weil es gewisse Vorteile hat, wenn man mit Chatterbaits angelt. Der erste Vorteil ist zum Beispiel, dass Fluorocarbon ja sinkt. Sprich, ich fische ja von hier einer erhöhten Position. Und dadurch habe ich halt, ja, sinkt die Schnur halt ab und ich kann den Köder halt wesentlich länger unten halten. Der zweite Vorteil ist, und zwar hat ja Fluorocarbon Dehnung. Wenn ihr mit Chatterbaits angelt und geflochtener zum Beispiel, ist es halt so, der Fisch beißt und er spürt sofort den Widerstand, weil keine Dehnung vorhanden bei der geflochtenen. Bei Fluorocarbon ist es halt so, der Fisch beißt und zieht halt im Prinzip am Fluorocarbon, was der aber Dehnung hat. Sprich, er merkt das vielleicht gar nicht so im ersten Moment, dass da irgendwie was falsch ist und dass er an der Angel hängt. Das ist jetzt nicht das, was ich mir erhofft habe am ersten Platz, aber es ist zu krautig. Ich gehe jetzt wohin, wo es weniger Kraut hat, wo ich meinen Krebs richtig am Boden fischen kann. Da kann ich nur immer zwischen den Gras durchziehen. Ich habe zwar kein Problem, dass am Haken relativ oft Kraut dort ist, aber trotzdem, es ist einfach nicht so, wie es will. Mein Motto ist ja Run and Gun. Das heißt, wo nichts ist, gehen wir sofort weiter. Jetzt haben wir am 2. Platz von den See und da waren wir jetzt im Training schon und haben einen großen gefangen. Also schauen wir mal, ob das jetzt auch wieder passiert. Also da wäre ich bestimmt über eine Stunde auf alle Fälle in dem Bereich auf alle Fälle einmal fischen. I don't think we really need the top water point because I don't think the other ones will go for it. Maybe they will try, but I don't think it's easy right now, so it's hard at the moment for top water fishing.
75 plus. Oh, that's totally gone the lure. Let's make sure he won't jump. It's 80 plus. Oh shit. Woohoo! There we go. It's not a 90, but he's definitely big. Ah, super nice pike. We are going to measure it. I estimated around 80 centimeters. Maybe a little bit bigger, but I'm not sure. So 81, right? 81 centimeter. Let's put this beauty back. Woo! Yes, now we're in the competition. Und erneut kann sich Ton mit einem guten Hecht wertvolle Punkte sichern und seine Führung auf 234 Zähler ausbauen. So langsam sollten sich die Konkurrenten wohl etwas einfallen lassen, um am Newcomer dran zu bleiben. Tom, jetzt lasst uns ganz schön hängen, du. Ein 80er, ein 87er und ein 65er. Na bravo, hat er gesagt. Ein paar Fische sind jetzt schon gekommen bei den Mitanglern aus meiner Gruppe. Ton liegt natürlich weit vorne, der hat 3 schöne Hechte gehabt, das ist absolut top. War auch abzusehen, also dass der sehr stark mitfischen wird. Jan hat auch einen 50er Zander, ist nichtsdestotrotz noch überschaubar, was gekommen ist. Wenn da bis jetzt bloß 2 Fische in die Wertung gebracht haben, dass es offensichtlich nicht so gut läuft. Also das ist insofern aber noch ein bisschen Hoffnung für mich, dass es nicht nur mir so geht. Aber natürlich nimmt der Druck dadurch zu, das ist ja gar keine Frage. Also irgendwie muss man da mal nachlegen. Und im Moment habe ich halt so ein bisschen das Gefühl, dass ich hier auf einem ziemlich verlorenen Posten stehe. Aber es ist noch nicht viel Zeit vergangen und kann sich jederzeit ändern. Konzentriertes Fischen ist angesagt und trotzdem optimistisch bleiben. So this is a Westin swim in the suspending edition. I was getting a little bit too much grass on my sinking swim, so I switched to a suspending, which I can twitch really slowly. And this pike, he hammered it. What a strike. We'll try to catch one more pike and then we'll leave and we go to the Zander spots. And it was not the biggest one. It was not the one I caught during training. This one was not caught during training actually. Insgesamt gestaltet sich dieser Tag bisher noch eher ruhig. Bis auf die Hechte von Ton und Jans Zander verhalten sich die Fische eher zurückhaltend. Oder gibt es inzwischen etwas Neues von den anderen Anglern zu berichten? Nachdem ich jetzt schon gerade eben mal auf den Gummi gewechselt habe, was ich auch sehr gut kenne, damit habe ich schon mal sehr gut abgeräumt, werde ich jetzt einfach mal auf meinen Klassiker gehen. Jeder kennt ihn noch von damals, den Giant Flapper von Spro. Mittlerweile gibt es ihn auch aus dem Hause Mobisoft Baits. Bin jetzt mal ins klare Dekor gegangen. Die Brutfische sind da, die Sonne ist da, bisschen Salt und Pepper, leicht grüner Schwanz, UV-aktiv. Vielleicht ist das jetzt eher das, was sie wollen. Wenn das nicht funktioniert, muss ich mir gleich noch was anderes überlegen. Aber das werden wir dann sehen. Also mein Hauptköder ist halt, wo ich den großen Barsch fangen möchte, ist eigentlich Carolina Rig mit einem Krebs. Aber immer wieder probiere ich entweder so einen kleinen Gummifisch aus, mit dem habe ich auch schon gut gefangen, oder dann immer wieder mal einen Schickspinner. Ja, wie ihr seht, fischen wir hier unter einer Autobahnbrücke. Hier sind 2 große Pfeiler im Wasser, die aber in der Mitte offen sind. Und da kann man halt durchschmeißen in die Fahrrinne. Genau, ich jigge jetzt hier mit dem 4 Zoll Neuke Smoking Swimmer mit 10 Gramm, das reicht hier. Ich komme damit einigermaßen gut runter. Und jetzt, wie gesagt, jigge ich halt hier die Kante hoch, gehe auch gleich nochmal an die Ränder. Und hoffentlich steht hier vielleicht irgendwie, ja, Barsch, Hecht oder vielleicht auch ein Zander. Oder sogar eher ein Zander am liebsten. Oder Hänger.
Fisch! Jawohl! Aber richtig reingeknallt! Oh, aber wie? Boah, hier ganz vorne vor der Kante. Ich könnte sogar... Nee, ist ein Zander. Ich dachte erst, wäre ein bisschen kleinerer Fisch, aber... Egal, wir haben die drinne. Nummer 2 auf Popeye. Nummer 2. Herrlich. So kann's laufen. So Leute, hier auf Popeye, auf den Perch. Sowieso eine richtig nice Farbe. Und seht ihr hier, Einzelhaken ohne Stinger. Und hat ihn auch richtig genommen. Jetzt muss ich mal kurz, muss ich die Zange haben oder... Doch, ich kriege so raus. Hier, da ist der Köder. Und das ist der Zander. Klein, aber fein. Und er bringt mir vielleicht Punkte, wenn er Maß hat. Und jetzt wollen wir mal kurz rauflegen, was er an Maß hat. Und ja, wir wollen wir nicht zusammen machen hier so. Ja, er könnte doch 47. 47 Zentimeter. Ja, so kann man sich die Fische auch zusammensammeln. Ein weiterer Zander hat Gefallen an Jans Köder gefunden und darf nach einem kurzen Landgang wieder schwimmen gehen. Die Punkte aber bleiben auf Jans Konto und so festigt er mit 126,1 Zählern seinen zweiten Rang. Ja Leute, ihr habt mir die Daumen gedrückt. Vielen, vielen Dank. 2 Zander kurz hintereinander. Nicht die Riesen, ich weiß, aber so im Wettkampf freut man sich erstmal über die Fische. Und ich habe auch meine Führung etwas umgestellt. Ich fische jetzt sehr, sehr langsam und mache ganz kleine Sprünge nur. Und das scheint den Zandern zu schmecken. Ne? Und wer weiß, was noch passiert. Also ich bleibe erstmal am Spot und gebe hier Gas. Ja, und jetzt legst du aber los. Petri Heil. Also ich schätze mal, dass er in der Wahl angelt. Nein, der hat ja eine andere Zone, oder? Nein, doch, der hat die gleiche Zone wie ich. Dann angelt er an der Wahl. Jetzt ein Veit sein Handy kaputt, oder was? Veit, ist dein Handy kaputt? Now we are arriving on a spot where I caught a big pike in pre-fishing of 91 centimeters. And let's hope he is there. Yeah, he is here, the big one. Net. That's the big one. Oh, he's pulling. I told you, this is the spot where the big one is laying. That's the 90. Don't shake, please. And please don't lose. Keep the rod low. He's hooked really well. Woo! That's a monster pike, mate. And he's lost. He's loose. It is that 90 centimeter pike, that 91, I think. You see? It's clearly 90, right? 91. 91. Let's see if it's clear, everything on there. Yeah. Okay. Really fat fish. That's what you call no fishing pressure. Catching those fish every time. Oh no! Is that all right? Yeah. He slipped out of my hands. Oh, this is exactly why I came to this spot. 3 times an 80 plus pike, even a 90 plus. Jan Pusch caught 2 Zanders. He caught a 50 and a 47. So it's actually quite okay. Those are the first fish from the other participants. So I guess there will be more fish following. It's actually, it makes sense because the current is starting now. So they are starting to catch fish, but we have 4 pikes and we will go after Zander now. And let's see what that brings us. Let's go.
Das ist wirklich unglaublich. Auf Ansage kann Ton von Hamm einen 91 cm langen Hecht landen, der sein Punktekonto ordentlich füllt und auf 325 ansteigen lässt. Insgesamt stehen nun schon 4 Hechte auf seiner Karte. Eine wirklich starke Performance, die uns hier geboten wird. Auch die anderen Angler nehmen dies natürlich zur Kenntnis. Ja, wir sind jetzt quasi ein bisschen miteinander verknüpft hier über eine WhatsApp-Gruppe. Und wie ich erwartet habe, räumt der Ton ganz schön ab. Der hat jetzt da schon eine Strecke von 80er, 90er Hechten hingelegt. Das ist echt beeindruckend. Also Petri von mir, das ist echt geil. Auch der Jan hat jetzt Zander gefangen, 2 Stück. Ist ein ganz lieber, netter Kerl, dem gönne ich jeden Fisch. Und ich bin gespannt, was da noch kommt. Ja, Ton, der holt einen Hecht nach dem anderen raus. Jetzt hat er einen 91er gefangen. Also ja, wirklich riesen Respekt davor. Ist eine ganz, ganz starke Leistung. Und da muss ich ganz ehrlich zugeben, bin ich im Moment ganz weit davon entfernt. Das ist von mir hier eine grottenschlechte Leistung, was ich hier abliefere. An den Haken zaubern kann ich die Fische dann eben auch nicht. Jetzt schon wieder gefangen ein Hecht. Hechtmassaker beim Tom. Wahnsinn. Naja, Petri heil, Tom. Da legst du dir ganz schön was vor. Moment. Geht schon, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Okay, danke. So einen großen Fisch will ich gar nicht fangen. Nein. Ja, genau. Wir fahren jetzt an einen Fluss. Da werde ich mich jetzt noch den Rest des Tages aufhalten an dem Fluss, also an verschiedenen Stellen. Da haben wir halt alle Zander eigentlich gefangen im Training. Wir fangen an der Flussmündung an und arbeiten uns halt komplett den Fluss einmal runter mit den Stellen. Und ja, da sollte eigentlich der Zander und Hecht heute voll gemacht werden. Hier sind halt lange Spundwände, wo wir Zander und Hechte hatten. Genau, fische halt jetzt erstmal ein Chatterbait. Den führe ich ganz langsam über den Grund. Das hat hier sehr gut funktioniert. Genau, hier sieht man noch Schiffe und so. Also sprich, es ist halt relativ ausgespült auch. Ein bisschen tiefer als der Rest des Flusses. Ja Leute, ich versuche jetzt im ruhigen Bereich einfach mal noch Blech noch mal anzubieten hier. Den Spinner. Aber noch kam kein Biss. Aber hier kann auch immer mal ein fetter Barsch stehen oder ein dicker Hecht. Sollte man unbedingt probieren, auch die ruhigen Bereiche einfach noch mal abzufischen, bevor man die Buhle verlässt. So, dann drücken wir weiter die Daumen. Ich habe vorhin gesehen, der Ton, der fängt ja richtig die Hechte, große Hechte, über 90 sogar. Also der weiß, wo die Hechte stehen. Die Frage ist, weiß er, wo die Barsche stehen und weiß er, wo die Zander stehen? Es wird spannend. Vielleicht könnt ihr ja mal kommentieren, wer das Ding hier macht. Welche 3 Leute hier ganz vorne stehen. Wir wechseln jetzt den Platz. Zwar nicht den See, aber ich glaube, 1 Stunde muss ich den See noch geben. Und dann, wenn da nichts passiert, dann fahren wir woanders hin. So, an Spot 2 angekommen. Die Fahrt war nicht ganz so geil, weil ich gar nicht wusste, wo ich hin muss. Manchmal ist die Straßenführung hier in Holland irgendwie ein bisschen verwirrend. Jedenfalls sind wir hier jetzt in wunderschönen Gebieten, mitten im Naturschutzgebiet irgendwie. Schafe laufen hier um uns herum. Wir haben 2 richtig geile Seen, die wir hier befischen dürfen, die gespeist werden durch Poldern. Ich habe hier schon gute Hechte gefangen letztes Jahr. War so um dieselbe Zeit. Man sieht, dass die Natur zurück ist. Letztes Jahr hatten wir schon 2 Meter hohes Schilf. Man kam hier fast nicht mehr ran. Ich bin gespannt. Ich mache jetzt gezielte Würfe und hoffe, dass hier jetzt endlich die Hechte kommen. Spotwechsel, es geht weiter auf Zander. 2 Zander kamen hier raus, immerhin. Nicht die Riesen, aber es hat mir auf jeden Fall Punkte gebracht. Also auf zum nächsten Spot, weiter auf Zander. Zeit ist Fisch. Ja, hier im Wasser sieht man auch,
ganz viel kleine Fischbrut, ja, besonders so zwischen den Booten und so. An sich ja kein schlechtes Zeichen. Aber die Fische wollen hier auch noch irgendwie nicht so richtig. Und die Sonne knallt heute wieder natürlich wolkenlos auf uns herab. Fisch, Barsch. Hoffentlich bleibt er jetzt dran. Oh, der Kescher liegt da hinten. Ja, ich muss mit der Hand machen. Nützt nichts. Ja, der wäre auf jeden Fall was für die Wertung. Oh, der ist gar nicht so schlecht. Scheiße. Ah, jetzt der Kescher da hinten. Bitte bleib dran. Ist natürlich jetzt ja mit der harten Route auch so eine Sache. Aber ja. Gott, ich hab ihn. Gott sei Dank. Erster Wertungsfisch heute. Auf den Spinjig hier in der Buhnecke gefangen. Ist jetzt kein Riese, aber immerhin, er bringt mal wenigstens ein paar Punkte rein. Das ist ganz, ganz wichtig und auch motivierend. Gott sei Dank. Da habe ich jetzt ja Glück gehabt. Vor allen Dingen, weil die mit Jigspinner auch gerne ausschlitzen. Aber der hing hier ziemlich gut, wie man sieht. Und den werden wir jetzt mal messen. Hier seht ihr ihn erstmal ganz kurz. Ja, kein Monster, wie gesagt, aber 30 cm wird er sicherlich haben. Okay. Ja, 35, wir wollen nicht übertreiben. Also könnte man jetzt, nee, ist 35, ist über so 34,5, 35 dementsprechend. So. Naja, also mir ist vollkommen klar, der wird am Ende bestimmt nicht reichen. Aber es ist erstmal so eine ganz, ganz kleine Erleichterung, dass man überhaupt erstmal Punkte in der Wertung hat. Also das war ja bis jetzt hier eine absolute Vollkatastrophe und jetzt heißt es weitermachen. Also ich denke, ich habe das ja auch vorher schon so ein bisschen geahnt, dass man sich die Fische heute sehr erkämpfen muss. Aber dann tun wir das eben. So, stell ich den mal schnell in die Gruppe rein. Mit einem 35er Barsch auf Jigspinner kann nun endlich ein weiterer Angler die ersten Punkte in der Tabelle verbuchen. Veit setzt sich mit 70 Zählern vorerst auf den 3. Platz der Gruppe A. Leute, 2 Zander im Sack, keine Riesen, aber immerhin. Und jetzt stehen wir hier im Stau. Guck mal, wären wir mit dem Motorrad gefahren, dann wären wir jetzt auch schon fast durch. Also die Brücke ist irgendwie nach oben, also da kommt wohl ein großes Schiff durch. Und der Veit holt auf. Der hat jetzt einen mittleren Barsch gefangen, irgendwas um die Mitte 30 cm. Ja, und ich stehe im Stau und komme zum nächsten Spot. Oh, Katastrophe, aber das ist nun mal so. Nice perch for Veit. Definitely in hard conditions, because you see that the other ones are struggling. Even the ones at 10, they have been fishing an hour and they had no action. Dann wissen wir ja, was der Veit jetzt gemacht hat. Barsche geangelt. Weil für Zander braucht er in der Regel nicht so lang. Auf alle Fälle Petri. So, da natürlich jetzt das nichts gebracht hat, den erhofften Barsch nicht, habe ich mir jetzt entschlossen, ich fahre jetzt in einen See, der wo auch natürlich von der Maas gespeist wird. Und der ist natürlich wesentlich drüber, weil wir haben da Glatzen, so heißt es in Bayern, auf dem See, keine Welle, total klares Wasser. Und ja, da kommen viele Tote sterben. Also entweder kommt der gleich oder ich will jetzt dann nicht noch mehr Zeit vergolden. Ich fahre jetzt lieber mal dahin, wo das Wasser ein bisschen eine Strömung hat und drüber ist. Eben im Stau noch etwas Zeit verloren, aber jetzt am neuen Spot. Ich hoffe, das hat sich alles gelohnt und ich fange gleich ein paar Zander. So, Zeit ist Fisch.
Herbert hat seinen Spotwechsel bereits hinter sich gebracht und kann glücklich darüber sein, dass während seiner langen Autofahrt niemand Zählbares in die Wertung gebracht hat. Die Fische beißen aber auch wahrlich nicht gut heute. 3 von 6 stehen noch komplett ohne Wertungsfisch da. So, das ist mein zweites Gewässer. Da läuft die Maas und das ist der See. Und ich versuche weiterhin einen Barsch zu fangen, aber lasse natürlich andere Fischarten auch nicht aus und versuche auch noch ein paar Würfe auf Hecht oder mit einem Jigspinner. Schauen wir mal. Aber jetzt muss ich irgendwann einmal nachlegen, weil meine Konkurrenten haben alle schon Fisch gefangen. Und ja, schauen wir mal da, ob was geht. Fisch? Nein. Nein, kein Fisch. Ein schöner Hänger ist auch was wert. Ah. Wird ein Zander sein. Maßband nass machen. Schöner Zander auf dem Neuke Tiny Kaishin, voll reingescheppert in der Absinkphase. Ja, und den setzen wir jetzt mal wieder zurück. Ja, entschneidert, Gott sei Dank. Mit Hilfe seines Chatterbaits erntet nun auch Henrik die Früchte seiner Bemühungen. Ein Zander von 51 cm Länge positioniert ihn mit 66,3 Punkten auf einem vorläufigen 4. Platz hinter Veit, der auf Platz 3 liegt, und Jan und Ton, die die Plätze 2 und 1 behaupten. Ja, hier Spot sauber machen, lag eben eine Dose rum. Ja, das einmal mitnehmen, kostet ja nicht viel Kraft, mal so ein bisschen Müll mitzunehmen. So halten wir unsere Gewässer halt ein bisschen sauber. Immer eine gute Sache. Und hoffentlich habe ich durch mein Karma ein bisschen aufgebügelt und jetzt kann ich vielleicht noch 1, 2 gute Fische fangen dadurch. Mit dieser schönen Geste von Henrik beenden wir die erste Folge. Ob ihm diese Aktion tatsächlich das nötige Karma bringt und ob auch Jasmin und Herbert bald den Bann brechen können und an Tag 1 ihrerseits Fische auf das Scoreboard bringen, seht ihr in der nächsten Folge am kommenden Sonntag. Wir hoffen, dass euch diese Episode trotz der schwierigen Bedingungen gefallen hat und freuen uns über Likes, Kommentare und neue Abonnenten. Ciao!